Der Aion Hyper GT. Die viertürige Elektrolimousine von GAC mit Scherentüren und 340 PS wurde in China für den Vorverkauf freigegeben. Das Auto sieht schon mal ziemlich schick aus, aber was er kosten soll und warum er eine kleine Enttäuschung ist, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Aion wurde ursprünglich im Jahr 2018 als Untermarke von GAC New Energy gegründet und im Jahr 2020 wurde es zu einer eigenständigen Marke. Derzeit ist es eine der meistverkauften EV-Marken in China. Im ersten Quartal 2023 verkaufte Aion 80.308 Fahrzeuge. Die Modellpalette umfasst derzeit 5 Fahrzeuge, die Limousinen Aion S und S Plus sowie die SUVs Aion V, Aion U und Aion LX. Und jetzt kommt das erste Performance-Auto von Aion, der Hyper GT, in den Vorverkauf und soll gleichzeitig als Konkurrenz gegen das Tesla Model S antreten. GAC Aion kündigte übrigens an, jedes Jahr mindestens 2 neue Modelle auf den Markt zu bringen und seine internationale Präsenz zu beschleunigen, was unter anderem bedeuten könnte, dass die neuen Aion-Modelle auch zu uns kommen könnten. Bis 2030 soll die Marke mehr als 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen. Von außen sieht der Hyper GT mit schrägen A-Säulen und einer geneigten Dachlinie ziemlich glatt aus. Dadurch hat das Fahrzeug einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,197. Das ist niedriger als die 0,208 des Model S. Die Front des Hyper GT ähnelt etwas dem Tesla Model 3, aber GAC Aion gibt sich mit den nach oben schwenkbaren Scherentüren einen eigenen Stil. Bisher verwendete nur XPeng in einer limitierten Sonderedition des P7 solche Türen. Die Front des Autos verfügt über variable Lufteinlässe, die je nach Kühlbedarf geöffnet oder geschlossen werden können. Auf dem Kofferraumdeckel befindet sich ein kleiner Spoiler. Innen sieht der Aion Hyper GT sportlich, minimalistisch und hochwertig aus. Sein Innendesign ist sauber und einfach, ohne physische Tasten und einen Schalthebel hinter dem Lenkrad. Es verfügt über einen schwebenden 14,6 Zoll Touchscreen auf der Mittelkonsole und eine LCD-Streifen-Instrumententafel. Der Mitteltunnel verfügt über 2 kabellose Ladepads und ein paar Getränkehalter. Ein weiteres Feature des Hyper GT ist das Dolby Atmos Soundsystem, das 23 Lautsprecher umfasst. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Aion Hyper GT ist 4,88 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,92 Meter. Verglichen mit dem Tesla Model S ist er also 92 mm kürzer. Allerdings, wenn wir da schon bei dem Vergleich sind, kann der Hyper GT eindeutig nicht mit dem Model S mithalten. Und der Hauptgrund dafür ist seine Leistung, die überraschend enttäuschend ist. Der Einstiegs-Hyper GT hat einen einzigen Elektromotor an der Hinterachse mit 245 PS und 355 Newtonmeter. Andere Elektrolimousinen packen da teilweise noch paar mehr PS obendrauf. Die Top-Ausstattungsvariante des Hyper GT ist ebenfalls ein reiner Hecktriebler Elektromotor mit 340 PS und 430 Newtonmeter. Die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 beträgt 4,9 Sekunden. Und das ist auch eine eher enttäuschende Zahl, wenn man bedenkt, dass der Hyper GT ein Performance-Fahrzeug hätte sein sollen. Beim Akku gibt es 3 Möglichkeiten. Die erste ist eine ternäre NMC-Batterie mit 59,9 Kilowattstunden. Bei der zweiten handelt es sich um eine LFP-Batterie mit 70,1 Kilowattstunden. Und die dritte Batterie ist auch eine NMC mit 80,1 Kilowattstunden. Interessant ist aber, dass die Version mit LFP-Akku die Battery Swap-Technologie unterstützt. GAC Aion strebt an, im Jahr 2025 1000 Batteriewechselstationen zu starten. Laut GAC können diese Wechselstationen den Batteriewechsel in 90 Sekunden durchführen.
Der Vorverkauf des Aion Hyper GT hat in China offiziell begonnen. Es gibt 5 Ausstattungsvarianten mit einer Preisspanne von 29.000 bis 45.000 Euro. Kunden, die den Hyper GT für 260 Euro vorbestellt haben, genießen eine lebenslange Garantie. Das klingt zwar gut, hat aber 2 zwingende Bedingungen. Es gilt nur für den Erstkunden und wenn die Laufleistung des Autos nicht über 50.000 Kilometer pro Jahr liegt. Und Kunden, die den Aion Hyper GT für 660 Euro vorbestellt haben, erhalten auch eine kostenlose Aufladung von 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Der Aion Hyper GT scheint zumindest in China ein erschwingliches Fahrzeug zu sein, aber seine Leistung ist nicht wirklich zufriedenstellend, hat aber den starken Vorteil der Batteriewechseloption. Aber was haltet ihr vom Aion Hyper GT? Genügt euch diese Leistung? Und was denkt ihr, würde der in Deutschland kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!